ist der Stil, wie die hebräische Poesie aufgeschrieben wird, sehr leicht merkbar. Man kann sich das leicht merken. And throughout human history, the two primary ways that have been most utilized for memorization Und durch die Jahrhunderte hinweg die meisten Formen, die verwendet wurden, are song and poetry. sind Lieder und Poesie. And the Jews, if they wanted to easily memorize something, they would write it and speak it in poetic form. Und die Juden haben das dann so gemacht, wenn sie sicher gehen wollten, dass etwas behalten wird und nicht vergessen, dann haben sie es in poetischer Form aufgeschrieben. Which is one of the reasons that the prophets pretty much all speak in poetry, because it made their message easy to remember. Und deswegen haben auch die Propheten sehr viel poetisch geredet, weil es leichter war, sich das zu merken. And so, Hebrew poetry is not marked by the rhyming of words, but by the rhyming of ideas. Und hebräische Poesie konzentriert sich jetzt nicht auf das Reimen von Worten, sondern auf das Reimen von Ideen. And so, it's much easier to rhyme ideas than words in translation. Und bei der Übersetzung ist es einfacher, jetzt Ideen, die sich reimen, zu übersetzen, als Worte, die sich reimen. And it's important to understand Hebrew poetry a little bit. We'll look at parallelism because 1/3 of the Old Testament is Hebrew poetry. Und wir werden uns dann jetzt gleich nochmal mehr mit Parallelismus beschäftigen, weil das dann zeigt, wie einfach sich diese Form, wie leicht man sich diese Form merken kann. And every single book in the Old Testament contains some portion of Hebrew poetry except Nehemiah, Esther, Haggai, and Malachi. Und alle Bücher im Alten Testament enthalten hebräische Poesie, außer Esther, Haggai, Nehemiah und Malachi. And this style of rhyming of ideas is known as parallelism. Und dieser Stil von sich reimenden Ideen wird auch Parallelismus genannt. The most common, there are three very common types, and these are the three types I'll go over now. Es gibt mehrere Formen, aber ich gehe jetzt mal die drei häufigsten an. The first and most common type is synonymous parallelism. Die häufigste Form ist der synonyme Parallelismus. And this is where the second line repeats the thought of the first line. Und dabei wiederholt die zweite Zeile das, was gesagt wurde in der ersten Zeile. But it repeats it in different words. Aber es wird in anderen Worten wiederholt. And so you see, it's not the rhyming of the words, but the ideas rhyme, and thus it's poetic. Und ihr seht, dass nicht die Worte sich reimen und wiederholt werden, sondern die Idee wird wiederholt und dadurch ist es auch poetisch. So can someone read Psalm 19:1 in German and in English? Kann jemand Psalm 19, Vers 1 lesen in Deutsch und Englisch? Heavens are telling the glory of God, and the firmament proclaims his handiwork. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Great. Right. So you see how they say the exact same thing, but in different language. Ihr seht, wie das Gleiche gesagt wird, nur in anderen Worten. Right. The next one is antithetic parallelism. Das nächste ist der antithetische Parallelismus. And this is where the two lines contrast each other. Und da stehen die beiden Zeilen im Kontrast zueinander. This is not as common in the Psalms as it is in Proverbs. Das ist jetzt nicht so stark, kommt bei den Psalmen nicht ganz so häufig vor, aber eher bei den Sprüchen zum Beispiel. Very common in the book of Proverbs. Bei den Sprüchen ist das sehr gängig. Can someone read Psalm chapter 90, verse 6? Kann jemand Psalm 90, Vers 6 lesen? In the morning it blooms and flourishes, but by evening it is dry and withered. Am Morgen grünt und blüht es, aber am Abend ist es welk und trocken.
Great. So you get morning and evening, Also ihr habt hier den Morgen und Abend, flourishing and renewed, and then fading and withering. Blühen und sprossen und dann verwelken und verdorren. So it's these ideas that contrast each other. Das sind jetzt zwei Ideen, die im Kontrast zueinander stehen. And the third most common type is called synthetic parallelism. Und der nächste sehr übliche Stil ist der synthetische Parallelismus. And this is where the second line fills out the thought of the first line. Und da erfüllt die zweite Zeile den Gedanken der ersten Zeile oder setzt den Gedanken einfach fort. The second line will complement and add to the thought of the first line. Also die zweite Zeile führt den Gedanken der ersten Zeile fort und vervollständigt ihn. Can someone read Psalm 2:2? Kann jemand Psalm 2,2 lesen? The kings of the earth prepare for battle, the rulers plot together against the Lord and against his anointed one. Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. So it builds on top of itself. Also ihr seht hier, es wird weiter fortgesetzt und aufgebaut. So those are our three most common types. You'll see those all over the place. Das sind so die drei häufigsten Parallelismen, die man immer wieder findet. I mean, you can open up pretty much anywhere in the Psalms and you'll be able to find synonymous parallelism and antithetic parallelism. Du kannst halt die Psalmen wo auch immer aufschlagen und du würdest einen antithetischen, synthetischen Parallelismus oder ähnliches finden. I mean, just opening up on the first page, I could point out to you probably 10, 12 different verses just off the top of my head. Und einfach schon vom ersten Psalm könnte ich euch 10, 12 Verse zeigen, die dazu passen. Right? 5:1 opens with it. You have 4 verse 2. Zum Beispiel 5 Vers 1 oder 4:2. Oder 4 Vers 2. And just over and over, you can pull these out. They're very, very easy to see. Und du kannst überall dann die Psalmen aufschlagen und es leicht erkennen. So let's look at the next 3 types, which are a little less common types. Jetzt schauen wir uns die nächsten 3 Klassifizierungen an, die kommen eher seltener vor. The first is emblematic parallelism. Der nächste ist der emblematische Parallelismus. In this type, the first line will make a literal statement, and then the second line will follow with a figurative statement. Und beim emblematischen Parallelismus wird halt der erste, der macht eine Aussage und der zweite, also der erste macht es wortwörtlich und die zweite Zeile drückt das dann bildhaft aus. Can someone read Psalm 42:1? Kann jemand Psalm 42,1 lesen? As a deer longs for flowing streams, so longs my soul for thee, O God. Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Great. So we get this literal statement of the deer that actually drinks water from the stream, and then a figurative statement of how my soul feels similar. Also wir haben hier halt einmal diese wortwörtliche Aussage, wie der Hirsch halt durstig ist nach dem Wasser, und dann halt diese bildhafte Fortsetzung, die dann Bezug auf die Seele nimmt. And I can hear somebody singing or humming the song. Das Lied oder so. And that's really good because that's how a Jew would respond in a similar way. Genau so hätte ein Jude auch reagiert. Right? That one line brought the whole song back to your mind. Und diese eine Zeile hat das ganze Lied in euren Kopf So zurückgebracht. you have the same experience with certain psalms that they did 2,000 years ago. Und ihr macht ähnliche Erfahrungen mit den Psalmen, die vor über 2000 Jahren geschrieben wurden. Great. So the next one is climactic parallelism. Das nächste ist der klimaktische Parallelismus. And this has a repetition and development, almost like stepping upstairs. Und das ist halt der hat eine Wiederholung, aber auch eine Steigerung, wie wenn man eine Treppe hochgeht. Each line goes a little further in the development of the thought.
Jede Zeile geht ein Stückchen weiter in den Gedanken. So can someone read chapter 29, verses 1 and 2 for us? Kann jemand Kapitel 29, die ersten Verse lesen? Ehrt den Herrn, ihr Engel, lobt die Herrlichkeit des Herrn und seine Macht. Ehrt den herrlichen Namen des Herrn, betet den Herrn an in seinem heiligen Platz. Honor the Lord, you heavenly beings. Honor the Lord for his glory and strength. Honor the Lord for his glory of his name. Worship the Lord in the splendor of his holiness. Great. So it keeps building upon itself, greater and grander and grander. Ja, und ihr seht hier, wie der Gedanke immer mehr gesteigert wird. Es wird immer größer, immer höher und weiter. And the last one is called chiastic parallelism. Und der letzte wird chiastischer Parallelismus genannt. And chiasm has been highlighted in a variety of ways throughout Christian scholarship. Und Chiasmus wird halt unter den Gelehrten häufig hervorgehoben. Some people see them everywhere. Manche Leute sehen überall eine chiastische Struktur. They try to find parallel or try to find chiasm in everything. Die finden oder versuchen in allem irgendeinen Chiasmus zu finden. The whole Bible is a chiasm. Die ganze Bibel ist ein Chiasmus. Now, it's probably not that extreme, but this is definitely very prevalent in Hebrew writing. Es ist vielleicht nicht so extrem, aber es ist schon sehr stark in den hebräischen Schriften zu finden. And this operates like an arrow. Und es funktioniert wie so ein Pfeil. And you might have many lines that connect these ideas. Und dann hat man mehrere Zeilen, die diese Ideen miteinander verbinden. Now, in our modern thinking, we think very linearly. In unserem modernen Denken, wir denken eher linear. When you want to make a point, you put it at the beginning or at the end of what you're going to say. Wenn du etwas sagen willst, dann tust du es entweder zu Beginn oder am Ende sagen. But the Jewish style of making a point comes in the middle. Aber die jüdische Art, eine Betonung zu machen, ist dann in der Mitte. And so it goes A, B, B, A. Und dann spricht man halt in Richtung A, B, B, A. And the first line will reflect the last line, and the second, that one, and back and forth all the way to the middle. Und die erste Zeile wird dann in der letzten wiederholt und die zweite in der vorletzten und dann konzentriert sich sehr dann hin zur Mitte. Now, for those of us who are very new to this, it's easy to see when it's only in one verse. Und für die jetzt das neu ist, dann ist es einfacher, das zu entdecken, wenn man den einen Vers kennt. But you get to books like Zechariah, and the first 6 chapters operate like a chiasm. Aber wenn du zum Beispiel dann zum Buch Sacharja kommst, da hast du dann ganze Kapitel, die chiastisch aufgebaut sind. Chapter 1 reflects chapter 6, chapter 2, chapter 5, and so on. Da ist zum Beispiel Kapitel 1 wird in Kapitel 6 reflektiert und Kapitel 2 in 5 und so weiter. And the whole point is right there in the middle. Und der Hauptpunkt ist dann in der Mitte zu finden. So don't get too caught up in trying to find these everywhere. Also vertuddelt euch nicht darin, überall eine chiastische Struktur zu suchen. If you don't see these, that doesn't mean that you're missing the point. Wenn ihr sie nicht erkennt, dann heißt das nicht, dass ihr den Punkt nicht erkennen könnt. But it can help us to see what was the intention of the author. Aber es hilft, die Absicht des Autors zu verstehen. So, for example, in the book of 1 Kings, you get this story of Solomon building the temple, and then he builds his palace, and then it's the dedication of the temple. Zum Beispiel im 1. Könige, da haben wir Salomo, der halt der erste König ist und dann den Tempel baut und dann kommt die Einweihung des Tempels.
And so many people look at this and it's so random. Like it's really short and it's this tiny little bit where it's like Solomon built his palace and it was with this and this. Ach so, und da ist dann halt diese kurze Aussage, wo beschrieben wird, dass Salomo auch seinen Palast gebaut hat und das gemacht hat und du denkst, hey, was ist das jetzt da rein? But in the book of Kings, the author is trying to show you that all of the kings in this book were living for themselves. Aber im Buch Könige, drückt der Autor aus, dass alle Könige mehr für sich selbst gelebt haben. And that while many of them started well, very few of them finished well. Und dass viele zwar gut angefangen haben, aber nur wenige auch gut aufgehört haben. And so what we see is Solomon might have built the temple and might have established the temple in Jerusalem, but his real priority was his palace. Und wir sehen hier, dass Salomo zwar halt den Tempel gebaut hat und da auch viel Aufwand betrieben hat, aber seine eigentliche Konzentration war sein eigener Tempel. Because if you take the measurements of the palace and the temple, his palace was much bigger than the temple. Weil wenn man die Maßeinheiten des Tempels mit dem von dem Palast vergleicht, dann ist der Palast sehr viel größer als der Tempel, den er gebaut hat. Spent more time on it. Und da wurde auch mehr Zeit drauf verwendet. And potentially more money on it. Und höchstwahrscheinlich auch mehr Geld. So, that is our last one. Can someone read 26 verses 4 and 5? Jemand 26, Vers 4 und 5 lesen. I do not spend time with liars or alone with hypocrites. Hypocrites. I don't know. Hypocrites. Yeah. And 5, okay. I hate the gatherings of those who do evil, and I refuse to join in with the wicked. Ich hatte nichts zu tun mit Lügnern und habe mich nichts mit Betrügern eingelassen. Ich habe ich meide die Zusammenkünfte derer, die Böses tun und habe mit Gottlosen nichts zu schaffen. Great. So we get these ideas of not sitting with these people. Those are the first lines, that A. Also wir bekommen hier die Idee von diesem nicht zusammensitzen wollen mit diesen Leuten. Das ist halt die A-Zeile. The B is this idea of being in the company of those who do evil. Und die B-Zeile bezieht sich dann mehr in der Gemeinschaft mit solchen Leuten zu sein. This could also be synonymous parallelism as well, because you see the lines reflect one another. Und man kann es halt dann auch als synonymen Parallelismus einstufen, weil diese Zeilen das Gleiche reflektieren. Great. So let's talk a little bit more about Hebrew poetry in some other respects before we take a break. Und lass uns noch mal mehr über hebräische Poesie in anderen Zusammenhang anschauen, bevor wir zur Pause gehen. So Hebrew poetry, the style of writing is meant to address your heart more than just your mind. Also hebräische Poesie legt Wert darauf, das Herz zu erreichen und nicht so sehr den Verstand. And what you find in that case then is very emotive language. Und deswegen findet man in diesem Fall auch sehr emotionale Sprache. And they're meant to connect with your emotions and how you feel. Und man möchte hier in Verbindung treten mit deinen Gefühlen und Emotionen. Which means that they're not always supposed to be viewed as a repository for doctrine. Und deswegen wird es auch nicht jetzt als Lehreinheit für Glaubensfragen eingestuft. And that means that just because someone expresses how they're feeling about something does not mean that God feels necessarily the same way or agrees with their emotions. Nur weil jemand jetzt ausdrückt, wie er sich fühlt, heißt das nicht, dass das jetzt das Gleiche ist, wie Gott sich fühlt, beziehungsweise was er vielleicht auch befürworten würde. And so, as you have already come across, not everything in the Bible is true. Vielleicht ist euch das schon auch aufgefallen, dass nicht alles in der Bibel Wahrheit ist oder wahr ist. You'll come across things that
the devil will say, and you're like, okay, that's in the Bible. The devil says stuff in the Bible that's not true. Zum Beispiel kommt man auf Sachen, die der Teufel sagt in der Bibel, aber die sind nicht wahr. Or you'll come across men who say lies about God, and just because it's written in the Bible doesn't mean that it's true. Oder Menschen, die Lügen über Gott verbreiten, die auch hier in der Bibel stehen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie wahr sind. Okay, so that means that as you read through a book that is primarily connected with human emotions in different circumstances, Und deswegen, wenn ihr jetzt ein Buch lest, wie die Psalmen, die sehr stark mit menschlichen Gefühlen arbeiten, that we discern how do these things line up with the character of God and with a proper godly response. und dass wir da einfach auch lernen müssen zu unterscheiden, wie passen die zu Gottes Charakter und was wäre eine göttliche Reaktion auf diese Emotionen. But what Psalms does show us is that no matter what you are feeling emotionally, God is not going to be offended by it, or He's not too holy for you to come to Him. Aber wie auch immer du fühlst und was auch immer du hier jetzt an Gefühlen liest, man sieht, dass Gott jetzt davon nicht verletzt ist oder betroffen ist, wenn du so fühlst, oder dass er das nicht verurteilt. If you are sad or mad or angry, upset, no matter what it is, God will receive you. Wenn du müde oder verärgert oder zornig bist, das macht keinen Unterschied. Gott würde dich immer noch annehmen und empfangen. If you're weeping over the loss of your mom, or you are sad because of the state of your sinfulness, Wenn du jetzt über den Verlust deiner Mutter trauerst oder über deinen sündigen Zustand, if you're so depressed you don't want to go on living, or if you're so mad at somebody you actually want to murder them, wenn du zum Beispiel so depressiv bist, dass du nicht mehr leben möchtest oder so wütend auf jemanden, dass du ihn am liebsten töten möchtest, the book of Psalms shows us that human emotions are real and that God is always has His arms open for us to come to Him with them. und die Psalmen zeigen uns, dass menschliche Emotionen echt sind und dass es für Gott keinen Unterschied macht und du dich trotzdem zu ihm nahen darfst. And what it does show us is that we are supposed to bring these things to God and not just keep them inside of us. Und was es zeigt, ist halt, dass du diese Gefühle ausdrücken darfst und auch ihm bringen darfst und nicht in dir verstecken solltest. Because if we keep them inside of us, they'll keep brooding inside of us and they'll lead us towards unrighteousness. Weil wenn du sie in dir versteckst und brüten lässt, dann entwickeln sie eine Dynamik, die uns zur Ungerechtigkeit oder Sünde verführt. But the kindness of God is that when we bring these things to Him and we get His perspective, He somehow miraculously refreshes our hearts. Aber das Besondere hier ist, dass wenn wir unsere Gefühle zu Gott bringen und das zum Ausdruck bringen, dass er da auf wundersame Weise uns hilft, da auch davon frei zu werden. And honestly, I don't claim to know how it works, but what you see is every single lament psalm ends with praise. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber jeder einzelne Psalm endet mit einer Klage angefangen hat, endet mit einem Lobpreis. And somehow, like no matter how sad I am, or no matter how angry I feel, that when I bring it to God, somehow He always directs me into praise of Him. Und egal wie traurig oder verärgert ich bin, wenn ich das zu Gott bringe, dann passiert etwas, dass sich diese Gefühle verändern hin zur Danksagung und Lobpreis. And so when we come to Him, we really see that He refreshes us, renews us, and helps us to align our hearts with His. Und wenn wir zu ihm kommen, erleben wir, dass er uns erfrischt, erneuert und unser Herz wieder neu auf ihn ausrichtet. And so, just like
historical narrative is not trying to teach you the right thing to do, Und wie auch die historische Geschichtsschreibung dir nicht unbedingt sagt, was richtig oder falsch ist, it's just telling you a story. es erzählt einfach nur die Geschichte. So also the Psalms are not necessarily trying to tell you how you should always act, Genauso sagen dir die Psalmen auch nicht unbedingt, wie du immer handeln solltest. or always present the clearest picture of God. Oder dass sie das klarste Bild Gottes präsentieren. It does show us how to respond correctly. Es zeigt uns, wie man richtig reagieren kann. And that is whether in complete joy and praise or utter despair, we bring it to God. Und das sei in Freude und Dankbarkeit oder halt auch in unserer Verzweiflung, dass wir es einfach zu Gott bringen. So, the Psalms are themselves musical poems, Die Psalmen sind musische Gedichte. and so that means we must read them as they are poetry in their metaphorical language. Und ihre bildhafte Sprache müssen wir als Poesie erkennen. And to truly appreciate the Psalms, you have to read them with an intention to look for the metaphors and the figurative language. Und wenn du die Psalmen bewusst verstehen möchtest, musst du dir halt die Bilder vor Augen führen und diese bildhafte Sprache betrachten. So, when it says that God is the rock of my refuge, well, he's not actually a rock. Wenn es zum Beispiel heißt, Gott ist der Fels, meine Burg und mein Fels, dann heißt es nicht, dass er wortwörtlich ein Fels oder eine Burg ist. And so, be sure to consider figurative language whenever you read Hebrew poetry. Und seid euch dessen bewusst, dass ihr diese Bilder verstehen müsst, wenn ihr hebräische Poesie behandelt. All right, so let's take a break, and then when we come back, we'll look at literature types and then about some meditation stuff. Und nach der Pause machen wir dann mit Literaturformen weiter und wie man darüber meditieren kann.